Also Todesangst gehabt. Viermal. Oh Mann. Die Seescharte war brutal. Also das hat nichts mehr mit Wandern zu tun. Das ist schon Bergsteigen. Also da würde ich ohne die eine Grödel oder das eine Halbsteigeisen würde ich gar nicht gehen. Keine Chance, außer du bist verrückt. Ich bin jetzt 4 Grad oben. 4 Grad auf 2600 Höhenmeter. Und es schneit. Ja, also ich muss ehrlich sagen, da hat es Stellen gegeben, wer ist da ausgerutscht, ist mir Feierabend. Also, ich bin nochmal körperlich am Arsch. Das gebe ich zu. Und um 2 Euro haben wir uns gönnt, jeder eine Wärmflasche. Es war so geil. Gestern waren wir so fertig, ich konnte nicht mehr lesen. Ich habe das meiste schon erstaunt. Also wir haben, ja, also ich und Tanja, wir haben jetzt 13 Stunden gebraucht, weil wir einfach ausgelaugt waren vor dem Vortag. Hallihallo! So, jetzt sind wir da in Spielmannsau und ja, jetzt geht's los. Am 1.7.2024 Genau. mit 2 super Freunden. Ja. Wer bist denn du? Lydia. Lydia, yeah! Und Roberto. Geht ja los. Ja, noch haben wir es lustig. Aber wie lange? Lustig, ja. Gerade von dort, du hast das Gasthaus Spielmannsau, gell? Ja. So, und jetzt starten wir mal. Und jetzt geht es rauf in den Nebel. Oh mein Gott. Was sind das? Ungefähr 800 Höhenmeter, glaube ich, oder? Ja. Genau. Okay. Also ich bin ja auch noch dabei, stimmt ja. Der Schönste zum Schluss. Mein Name ist Sascha und ich bin Fotomodell. Hallo und herzlich willkommen. Stellt euch mal eine Alpenüberquerung vor. Das ist ja so viel mehr als nur, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Es ist eine echte Reise durch alle Extreme, die man so fühlen kann. Von eisiger Angst in schwindelerregender Höhe bis hin zu diesem puren, unbändigen Glücksgefühl, wenn man endlich am Ziel ist. Genau das schauen wir uns heute an. Ihr begleitet uns auf dem E5 und erlebt 4 ganz entscheidende Momente, die diese emotionale Achterbahnfahrt so richtig ausmachen. Das reicht jetzt, ich brauche jetzt mein Obstler. Vitamine. Vitamine. Zum Wohl. Zum Wohl. Alles auf einmal, leider. Schon auf 3 Stunden 100 Milliliter. Das ist jetzt der größte Wasserfall, ne? So, endlich. Jetzt sieht man die Kempner-Hütte. Nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Komm mal, ist ja nicht mehr weit. Ja, was? Darf doch jeder sehen, dass das ein Kampf ist. Ein Kampf, den wir gewonnen haben mal heute. So, jetzt freue ich mich nachher fein auf eine warme Suppe. Ja. Schnäpsle. Jetzt ist es ungefähr, was wird sie? Ich glaube 3:30 oder so, oder? So, jetzt haben wir noch genügend Zeit. Schauen wir mal, ob wir ein 4er-Zimmer kriegen, weil wir sind ja zu 4. Die anderen 2 sind schon vorgelaufen, zum Schauen, dass sie 4er-Zimmer kriegen. Und sonst müssen wir halt in einem Schlaflager. Ist jetzt nicht der Hit, aber ich schaue, dass sie hinter mir, wenigstens hinter mir eine Wand. Sicher ist sicher. So. So, noch ein kurzer Ausschnitt von der Kempner Hütte und von der Umgebung. Das Wetter hat sich jetzt ein bisschen verbessert. Der Regen hat aufgehört. Und da sind sie, die berühmten Vollrieders. Die Kempner Hauskatze. Berüchtigt, die Mäusefängerin. Ja, hallo Munze. Ja, was ist da los? Munze. Sie lässt sie. Oh, Munze. Mammitze.
So, kennt man heute den Trockenraum. Machen wir einen Durchgang. Hallo, ich brauche den Schlüssel. Weil der Stock ist immer zweiter. Zweiter Stock. Ja, dann schaue ich mir das. Zwei, drei. Boah. Ein Viererzimmer. Na, Fünferzimmer. Aber wir sind zu viert. Die aussieht aus dem Fenster. Und so schaut ein Fünferzimmer aus. Glück gehabt. Aber frühzeitig reserviert, ich glaube schon 8, 9 Monate vorher. Da kommen Sie, wo ist denn da eigentlich das WC? Unten oder was? Nein, ist es nicht? Sagt uns Eck hier. Hier. Da. Also da ist das WC endlich gefunden. Okay. Wir gehen gerade auf WC. Mit Trinkwasser, ne? Was man tun? Ja. Wie schaut denn das aus? Okay, ja. So, guten Morgen. Wir starten jetzt von der Kempnerhütte Richtung Memmingerhütte. Zuerst mal 3 Stunden runter nach Holzgau. Dann mit dem Bus zur Memminger Materialseilbahn. Und da tun wir den Rucksack rein für 5 Euro und haben einen kleinen Rucksack nur fürs Wasser. Also dann. So, gehen wir jetzt. Hey. So, seid ihr fit? Gut geschlafen? Gut geschlafen? Gut geschlafen, ne? Habt ihr Bananen gegessen? Also gut. Dann laufen wir mal los, oder? Ja. So, tschüss, Kempnerhütte. Frühstück war gut, oder? Kempnerhütte, oder? Ja. Was haben wir bekommen? 2 Schwarzbrot, ein bisschen Marmelade, 2 Scheiben Käse und ein bisschen Salami. Und wie viel haben wir da gezahlt? Glaube ich 42 Euro zu viert, oder? Ja. Du musst aufhören. Ja, ich glaube, Über den da Schwein. muss man laufen und dann geht es nur Nabe. So, zum Glück regnet es mal nicht. Das ist schon mal schon gut. Ja. So, da sind wir runtergekommen. Jetzt geht es ungefähr, ich glaube, 800 Kilometer runter noch bis nach Holzgau. Da ist alles neblig, nass. So, da geht's Richtung Sonnenschein. Aber ich glaube, das unten, das wird unten rechts, wird hier das Tal sein, da was Holzgau. Das Tal. Also von da haben wir 2,5 Stunden noch, gell? 2 Stunden 40. 2 Stunden und 15 Minuten. Cool. So, sind wir nur noch 1 Stunde von Holzgau. 700 Höhenmeter, nein, 650 Kilometer sind wir schon runter von der Kempnerhütte. Boah. Geiler Wasserfall. Geiler Wasserfall, geile Maus. Roberto Liria wollte auch noch was sagen. Tipptopp alles, gell? Und jetzt ein Tanz, brasilianisch. Ja, sie sind noch fit, sie sind noch fit. So, jetzt sind wir kurz vor Holzgau. Jetzt gehen wir über die Hängebrücke. Und wir fangen direkt mal mitten im Sturm an mit diesem einen Satz: Teilweise hatte ich Todesangst. Puh, stellt euch das mal vor. Das sage ich umgeben von dieser ja eigentlich majestätischen Stille der Alpen. Was zum Teufel treibt einen Menschen an, so einen emotionalen Abgrund?
Um das herauszufinden, müssen wir zurück an den Anfang zur ersten großen Prüfung. So, Prüfung Nummer 1. Und die testet jetzt nicht die Muskeln, nein, die testet den Mut. Das war eine total unerwartete psychologische Probe. So eine plötzliche Konfrontation mit der Höhe und mit der eigenen Verletzlichkeit. Stellt euch mal die Situation vor. Eure Beine sind schon richtig schwer nach 700 Metern Abstieg. Ihr seht schon das Dorf Holzgau. Das Ziel für den Tag ist quasi in Sichtweite. Ich hoffe, die Seile halten, wenn du rüber gehst, Roberto. So, schauen wir mal, wie es wackelt. Und dann, wirklich aus dem Nichts, versperrt euch sowas den Weg. Eine super filigrane Hängebrücke, die einfach so über einer gähnenden Schlucht schwankt. Wisst ihr, die erste Reaktion ist ja oft so ein bisschen naiv, oder? Man sieht die Brücke und denkt sich, ach komm. Hätte mir jetzt nicht gedacht, dass es so viel wackelt. Ein leichter Bammel habe ich schon. Da gehe ich einfach schnell drüber. Aber die Realität, die sieht ganz anders aus. Diese Instabilität, dieses ständige Wackeln und Schwanken unter den Füßen, das trifft einen mit voller Wucht. Und dann, mitten auf dieser Brücke, jeder einzelne Schritt macht das Wackeln noch schlimmer, da ist die anfängliche Lässigkeit plötzlich weg. Und was kommt stattdessen? Pure, blanke Angst. Das ist dieser Moment, dieses fast schon demütigende Eingeständnis, dass man die Kontrolle komplett an die Natur abgegeben hat. Ja, und dieser Satz, er fasst das eigentlich perfekt zusammen, oder? Es ist diese Mischung aus totaler Anspannung, diesem verzweifelten Wunsch, es einfach nur hinter sich zu bringen und gleichzeitig die Vorfreude auf diese unbeschreibliche Erleichterung. Die erste mentale Hürde ist also genommen. Check. Hoppala. So, das letzte Drittel. Leichte Anspannung. Hallo. Servus. Wo war du? Irgendwie wackelt es mehr, als ich mir gedacht habe. Ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich auf der anderen Seite bin. Im letzten Drittel wackelt es ein bisschen weniger. Und es geht nach aufwärts. Hoppala. Geschafft. Nee, der hat sowieso keine Angst. Aber da muss ich schon. Ich konnte mich gar nicht halten. Das geht schön links und rechts. Ha? Ich hab's nicht gehalten. Ja.
Leichte Anspannung. Hat ja gar nicht Mut. Manchmal hat es gerade gewackelt, du, gell? Voll angespannt. Ja. Hallo, Roberto, natürlich wie ein Stier. Die macht nichts aus. Na, schon gut. So. So, jetzt gehen wir runter nach Holzgau. So, von da oben sind wir gekommen. Sind wir in Holzgau. Wir rufen nachher das Taxi an, ich glaube Taxi Feuerstein. Und dann lassen wir uns umfahren bis zur Talstation Materialseilbahn Memminger Hütte. Weil ich glaube, nicht keine Lust da der Straße entlang laufen. So. Man könnte da rumlaufen, aber das gönnen wir uns. Das ist erst der zweite Tag. Wir haben noch einige Tage vor uns. Oh, das machen wir wieder. Verdiente Pause, oder? Jetzt sind wir da bei der Materialseilbahn Memminger Hütte. Boah, da haben wir alles voll gemacht. Mit der 5 Euro kostet es. Voll. Ja. Ein bisschen, aber das schlimmste Stück ist wirklich, kommt es auch auf keine Plateau. Das sind lauter Pferde, die da schon heute die hohe Schnee und Brand. Drauf geht's. Sind wir froh, dass wir den Rucksack abgeben können. Jetzt sind nur so ein kleiner. Mit Schnaps. Ohne Rucksack, endlich mal. Sind nur, was haben wir mit? Schnaps? Schnaps haben wir mit, was noch? Wasser und eine kleine Proviant. Jetzt geht es 2,5 Stunden, 3 Stunden Luft zur Kneckner Hütte. Ich glaube, es müssen 900 Höhenmeter sein. Jetzt zum Luftfahren, oder? Nein, warte mal. Alle halbe Stunde wahrscheinlich. Ja, da sind wir aber froh, hey. Schau mal, was da angeht. Mein Rucksack hat 13,5 Kilo. Eine Tragödie, aber ich brauche einfach meinen Schnaps. Der Liter, da muss immer dabei sein. Wir und Roberto laufen schon vor. Was sagst du? Sie können ja vorlaufen. Ja, wir haben es nicht eilig. Ja. Ja, man muss es auch ein bisschen genießen, nicht nur rennen. Da unten ist jetzt die Materialseilbahn, jetzt sind wir schon ein Stück rauf. Was für Berge, was für Aussicht. So schaut der Berg aus. Ich finde ihn eigentlich ziemlich steil, oder? Und Ja. angegeben ist jetzt, ich glaube, 2,5 Stunden für 900 Höhenmeter. Also, ich meine, wer das schafft, ist gut, aber wir zählen einfach Stunden dazu, weil ich will auch den Weg genießen. Und nicht nur rennen. So ist es. Rennen und zum Schluss kommst du irgendwo an in Merano und hast gar nichts gesehen, weil du nur gerannt bist. Ich meine, wer will, der kann ja rennen. Aber wir sind Genusswanderer. So schaut's aus. Sind wir ungefähr eine Stunde sind wir jetzt ungefähr gelaufen Richtung Kärntner Hütte von der Materialseilbahn. Da gibt es Pferde. Wow, du. Die sind zugänglich, hä? Nice. Das ist eh ein Traum von dir. Und dahinter der Wasserfall. Jo. Das ist liebesbedürftig. Hey, nicht mit Stock lecken. Nein. Hm. Ja, schön. Oh, jetzt fehlt mir der Boden. Aber egal.
Hier sind die Wanderer Das so ist alles zugänglich, gell? Ja, das ist Schauen wir mal, wie wir rumkommen. Ob wir das filmen kann oder hier umstellen. Wow! Ja, ja. Oha! Leicht wackelig. Mach gleich ein Foto. Lass mal das Film oben. Wahnsinn. Wenn wir laufen, ich habe da gerade hinter mit einem Felsen, dann müssen wir hinten nach rechts bis zur Hälfte. Dann hinten bis 170. Logisch. Was für Glas, ne? Wasser. Ich glaube, wir brauchen noch eine halbe Stunde bis zur Memminger Hütte, ja genau, jetzt habe ich gerade überlegen müssen. Was für Panorama, das Wetter wird besser. Der windig ist es, gell? der Wind, ja, bestimmt stark. Ja. Ah, gut. So weit. Danke. Und das noch beim Filmen. Mega. Und Lütchen so gut. Da hat der Wasserverlauf, wenn wir vorher haben. So, wie immer schick Aber geschafft. geschafft. Zweite Etappe. Tipptopp. Also wir sind jetzt gemütlich da und müssten eigentlich so, was sind 2 Stunden 45, gell? Ja, ich glaube schon, ja. Aber gemütlich mit Aufnahmen, mit der Pause. Tipptopp. Also ich bin stolz auf uns, Ja. stolz auf meine Frau. Tanja, heute werden Legenden geboren. Und wir reden jetzt so gescheit, weil wir jetzt vor der Memminger Hütte stand. Wir haben es geschafft. Das ist, da kann man leicht reden. Über 900 Höhenmeter. Ja. Eigentlich sind es heute über 1000 gewesen, Ja. insgesamt. Und 900 Höhenmeter zusätzlich abwärts. Also ich merke es jetzt auch gleich, oder was ich merke, ein bisschen mehr, da muss ich schon zugeben. Es ist nicht ohne. Also ich merke schon, dass es, ja, ich merke schon, dass es der zweite Tag ist. Aber es ist keine Schande. Wir haben unser Bestes gegeben, das Ziel erreicht. Vielleicht manchmal eine halbe Stunde länger oder eine Stunde. Aber Scheiß drauf. scheiß drauf. Aber scheiß drauf. Aber scheiß drauf. Wie geht das Lied? Ich weiß es nicht, wir sind zu Ich weiß fertig. es nicht. Die Hirn ist ausgeschaltet. Da Bussi. So. Da haben wir auch ein Viererzimmer reserviert. Mit Halbpension. Irgendwann erwartet da schon oben Roberto. Mit dem Rucker. Was für Krass. Umgebung. Ja, Wahnsinn, ja.
freue mich so jetzt auf eine Dusche. Die Campen heute keine Dusche. Und jetzt gleich unter die Dusche. Die Füße versorgen, ich glaube, die leiden am meisten. Aber ich muss sagen, zum Glück haben wir den großen Rucksack abgekündigt. Sonst wäre es schon hart gewesen. Ich meine, es war auch so ohne, aber so, endlich. Aber kein Sonnenschein, ha? Kein Sonnenschein, schade. Ja, schade, so können wir draußen hocken. So, Roberto hat schon Flipflops. Wo sind die Wunden? Alles gut, alles gut. Alles gut. Tipptopp. Tanz nochmal, komm, das zeigt noch was Gutes. Aber er hat noch Energie, er hat noch Energie. So, guten Morgen. Heute ist der 3. Juli 2024. Alle topfit, vorbereitet, gut geschlafen. Gut geschlafen. Sehr frisch ist. Wahnsinnsnebel, gell? 4 Grad hat's. Heute haben wir 400 bis Gute 500 Frühstück. Höhenmeter rauf, oder? Und ich glaube 2000 Höhenmeter runter, gell? Genau. Oh, es wird heute ein Spaß. Also wir laufen heute von der Memminger Hütte runter nach Zams. Wie spät haben wir jetzt? 7 Uhr? 7 Uhr, okay. Also. War Wahnsinnskulisse. Aber wahnsinnig steil gewesen. Total. Wie heißt das? Seescharte, das? Ich glaube schon, ja. Also wenn es das ist, verrückt. Brutal, wir haben sogar Spikes auch. So, Körige als Spikes, wie heißen die? Ja Gott, ist schon egal. Halbsteigeisen, ja. Überall so viel Schnee und das ist ja Stampfen. Halleluja. Was für eine Freude. Mit 13 Kilo Rucksack. Super. Tipptopp. Ein Wahnsinn. 3. Juli 2024 und so viel Schnee. Wie viele Höhenmeter sind wir jetzt? 2400? Vielleicht 2,5? sind es 2,6. Ne? 2,6. Da mal Mofa, das ist ja ein Wahnsinn. Da sieht man ja schon gar nicht mehr da Tupfi. Oh Mann. Haben wir noch 2 Begleiter. Die Seescharte war brutal. Also das hat nichts mehr mit Wandern zu tun. Das ist schon Bergsteigen. Aber Schneefall. Aber wir haben es geschafft. Ich glaube 2 da vorne, da wo die Spitze ist. 2600 Höhenmeter. Also, wir haben hier. Also da würde ich ohne die ohne Grödel oder das ohne Halbsteigeisen würde ich gar nicht gehen. Keine Chance, außer du bist verrückt. Aber Wahnsinn. Also, Total steiler Aufstieg und ein brutal steiler also wahnsinnig. Das haben nicht nur mir gesehen. Brutal. Und dann im Schnee. Ach du Scheiße. Und das Schönste, 2000, ungefähr 2000 Höhenmeter geht es jetzt runter. Halleluja. Sicht ist nicht viel. Oh Mann. Fuck. Und das noch im Urlaub. Oh Mann, statt irgendwo am Strand liegen. Wir haben jetzt 4 Grad oben. 4 Grad auf 2600 Höhenmeter. Und es schneit. Wahnsinn. Okay. So. Jetzt sind wir ein paar Höhenmeter runter. Von dort sind wir gekommen. Genau, oder da oben, ja. Der Nebel löst sich gleich. Von da, glaube ich, sind es 4 Stunden bis nach Zams. Mega cool. Ja. Also. Aber Wahnsinn. man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, weil überall liegt noch Schnee und Gefährlich, ne? ja, wenn da mal losrutscht.
nicht an. Oh je. Hätte ich mir alles ein bisschen leichter vorgestellt. Nein, ich habe schon gewusst, dass es wird. Gut. So, jetzt sind wir 450 Höhenmeter im Abends von der Seescharte, oder? Oh, ganz oben, oder? Ja. Dann ja wieder am Handy schauen. Da sind wir runtergekommen. Das sind die zwei Legenden. Legendär. Legendär. Was haben wir noch? 1500 Höhenmeter runter, gell? Genau. Nach Zams. So. So. Jetzt sind wir das Schlimmste, aber es war brutal. Oder mal für uns. Also alles. Teilweise Todesangst gehabt. Ihr mal. Oh Mann. Für andere ist es vielleicht nichts, aber für mich war es brutal. Ich weiß, ich sage oft ich sag oft das Wort brutal, aber es war einfach so. Aber wenn sogar der Bergführer, der von der Gruppe gesagt hat, das hat nichts mehr mit Wandern zu tun. Nein, weil die Seescharte ist alles nur entweder so Schotter, Geröll und Schnee, nichts anderes. Also kein guter Boden zum Laufen. Und Oh. steil runtergeht. Also ein falscher Schritt. Und Ja, also ich muss ehrlich sagen, da jetzt Stellen hier, wärst du da ausgerutscht und wäre Feierabend. Jetzt sind wir mal. Werden Sie wahrscheinlich denken, was reden wir, aber es war nicht ohne. Ja. So, dann hat man zu uns gesehen, da ist irgendwo eine Hütte. Die hat zu, aber die nächste hat offen. Und da glaube ich, trinke ich mal einen Radler. Habe ich verdient. Hey. Und dann noch schöne Grüße nach Hause Ja, zu unseren zwei Kindern, Joel und Amalia, 19 und 17. Papa und Mama haben dich ganz fest lieb. Das nächste Mal laufen wir mit. Nächstes Mal ganz mit. So, guten Morgen. Es ist 6:30 Uhr. Boah, ich glaube es hat 2 Grad. Wir sind jetzt da bei der Zamser-Alm. Ein guter Freund hat uns mit dem Schwiegervater, der Bugi, hat uns drauf gefahren mit dem Auto, weil die Wenetbahn geht nicht. Normalerweise hätten wir bei der Wenet-Gipfel Hotel hätten wir mal übernachtet. Aber ich glaube, die Bahn ist jetzt seit 2 Jahren schon gesperrt. Jetzt müssen wir halt ein bisschen mehr laufen als sonst. Ich schaue noch nicht ganz fit und munter aus, aber wow, es wird sich legen mit der Zeit. So. Jetzt geht's da rauf. Heutige Etappe. Zammeralm. Ich muss überlegen, nach Wenz. Von Wenz mit dem Bus nach Mittelberg und dann wieder rauf zur Braunschweiger Hütte. So, die letzten Vorbereitungen, bevor wir losgehen. so, guten Morgen, hallihallo. Wir sind jetzt aufgelaufen zur Wenetbahn Gipfelstation. Da machen wir jetzt gerade eine Pause. Wir machen gerade ein bisschen was essen, ein Jause essen. Und da geht es nachher auf den Gipfel rauf. Wieder ein wunderschönes Panorama. Ja, und eigentlich wären wir ja mit der Bahn raufgekommen, aber die fährt nicht. Jetzt haben wir halt rauflaufen müssen. Und ja, eigentlich hätten wir auch da übernachtet. Aber ist leider nichts geworden. Egal. So, da ist noch so eine kleine Kapelle. Herrlich. Wir sind heute um
vor 7 schon gestartet und sind jetzt um 8 sind wir schon da. Kein Mensch ist da, wir sind die Einzigen. 1350 Höhenmeter Abe. Ich glaube, Wenz müssen wir irgendwie nicht sehr da. Ja, ich glaube, irgendwo dahinter geht es ein arbeitete Schwänz. So. Heute haben wir es geschafft. Das hätten wir uns allzu später können. Eigentlich haben wir geplant gehabt, meine Gipfelbahn schlafen. Aber die hat ja, glaube ich, schon seit 2 Jahren ist sie zu. So, da geht es nach Wenz. 4,5 Stunden von damals. Jetzt sind wir auf 2505 Landerspitze. Ja gut, dann das war's einmal für den Moment. So. Jetzt laufen wir heute noch auf Braunschweiger Hütte. Mega Panorama. Also heute war ein langer Tag. Wir sind am Morgen los, am Morgen schon los, zuerst Aufstieg, dann ein 1300 Meter Höhenabstieg. Und jetzt müssen wir nochmal irgendwo dort rauf. Also nochmal 1000 Meter Aufstieg. Und wir sind jetzt schon fertig. Aber es wird schon hinhauen. Gut, bis später. So. Gut. Jetzt sind wir im Mittelberg. Da unten ist die, wie heißt der? Braunschweiger. Genau. Jetzt haben wir den Rucksack hinter da. Jetzt haben wir so einen kleinen Rucksack wieder. Weil jetzt geht es nach 900 Höhenmeter rauf zur Braunschweiger Hütte. Also vorher sind wir mit von Wenz nach Mittelberg mit ungefähr 40 Minuten hat es gedauert, oder? 40 Minuten mit so einem 9-Sitzer hergefahren. Und ja, was soll ich da noch sagen? Am Arsch. Heute um 6 Uhr los, jetzt haben wir 3:30. Oh Mann. Wir sind am Arsch. Also, ich bin nochmal körperlich am Arsch. Das gebe ich zu. So. Grüße, wir sind. Hallo. Alles gut. Jetzt sind wir, wenn sind wir los um 6 Uhr, jetzt haben wir, ich glaube, halb 5 Uhr 5. Ja, um Wir sind 6 12 Stunden unterwegs. Langsam geht es nicht. Da rauf geht es jetzt Braunschweiger Hütte. Da müssen wir noch vielleicht das letzte. So, guten Morgen. Heute ist der, ich glaube, Freitag, der 5. Juli 2024. Wir sind jetzt gerade in der Braunschweiger Hütte übernachtet. Ich bin noch ein bisschen außer Atem, weil Wir sind schon echt. gestern waren 1600 Höhenmeter rauf und 1600 runter. Also wir haben, Ein harter Tag. ja, also ich und Tanja, wir haben jetzt 13 Stunden gebraucht, weil wir einfach ausgelaugt waren vor dem Vortag. Und heute geht es nochmal, was geht's, 500 Höhenmeter rauf
Und warte mal, wie viel sind es? 1350 runter nach Wendt. Aber heute schlafen wir mal im Hotel. Ja, Das ist einfach angenehmer. Morgen ist nochmal eine Hütte. ja, Und nachher Braunschweiger Hütte. Genau. Und übermorgen kommen wir dann noch mehr ran. Ja, und heute im Hotel und morgen schlafen wir Klus. Genau. Einmal, dass wir ein kleines Frühstück genießen. Und so schaut es aus da auf der Braunschweiger. Das ist jetzt von hinten. So, laufen wir mal ringsum. Also der 13-Stunden-Tag, der hat nicht geschlaucht. Ein Wahnsinn. Hui du. Ja, jetzt schon außer Atem. Braunschweig auf 2751. Halleluja da. Frühstück war gut. So, dort unten ist die Braunschweiger Hütte. Sind wir darauf gelaufen. Auch nicht ohne. Ich glaube, es sind 500 Höhenmeter. Manchmal ist der Drahtseil gesichert, aber viel zu klettern. Aber tolle Umgebung. Wahnsinnskulisse. So. Jetzt laufen wir da runter. Entweder wir rutschen runter auf unseren Ponchos. Ja, 500 Höhenmeter. Kletterpassage Erledigt. verstanden. Ja, Gott sei Dank. jetzt laufen wir da runter. So. Jetzt geht es da runter. Jetzt sind noch ein paar Leute. Entweder wir rutschen runter oder wir ziehen die da. Was meinst du? Was seid ihr, Frau? Ja, was Die dann? Grödel vielleicht. Ja, und dann Und vielleicht ein Teil Aberrutscher. Aberrutscher. Dann sperren wir uns das. Dann sperren wir uns ein paar Höhenmeter. Ja. Also Braunschweiger Hütte war echt lässig mit einem Viererzimmer-Kit. Also man zahlt mit Frühstück. Ich glaube. Das Frühstück hat ja 45 Euro. Ja. Pro Person, oder? Zimmer und Frühstück 45 Euro mit natürlich mit, wie heißt das da, Alpenvereinskarte. Ja. Und um 2 Euro haben wir uns gönnt, jeder eine Wärmflasche. Eine Wärmflasche. Wir Es waren war so geil. so unterkühlt. Gestern waren wir so fertig, ich konnte nicht mehr lesen. Ich habe das meiste schon erstrahlt. Ich glaube, das nächste Mal gehen wir lieber da einen Weg, da, wie heißt der? Der Muschel da. Ach so, der Jakobsweg. Ja, lieber 800 Kilometer Jakobsweg als über die Alpen. Salzgrad. Ja, ja, okay, dann bis später. Tschüss, derweil. Ciao. Tanja kommt jetzt runter gerutscht. Haben wir noch eine nasse Hose.
Du bist fast gar nicht zum Stau, gell? Nein. Ah. Jetzt haben wir uns was erspart. Oh, du. Oh. Aber Immer das näher war nach. lustig. In einer langen Unterhose nachher dran. Nein, aber zu sterben, das geht da. So. Jetzt sind wir runter. Von oben, ich glaube oben, wo wir waren, ist Sölden, gell? Skigebiet Sölden. Ja, das war so der höchste Punkt irgendwie. Und jetzt laufen wir Richtung, wie heißt die Alm? Gell? Ja, da tun wir dann Mittagessen. Und dann geht es weiter nach Wendt, Genau. wo wir heute übernachten werden. Heute übernachten wir im Tal, ja. Und da schaut das Wetter ganz anders aus. Also oben war voll Schnee und da ist Sommertemperaturen Ja. fast. Da laufen die Seilbahn, halt die Gondel. So, da fahren Mountainbiker. Ja, ja, das ist so Mountainbike. Und jetzt geht's rauf zur Martin-Busch-Hütte. Heute ein bisschen lockerer. Aha. Was sind es heute? Nur 600 Höhenmeter, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja. Heute haben nehmen wir es ein keinen bisschen lockeren leichter. Tag. Gehen wir öfters mal einkehren. Es gibt 2 Hütten oder eine Genau. Alm und eine Hütte dazwischen. Schnaps trinken, Bier trinken, Kuhmelken. Kuhmelke Kuhmelken. Zitladen. und das Leben genießen. Ja. So ist es. Okay. Dann bis später. Tschüss. Ah. Jetzt sind wir ungefähr eine Stunde unterwegs, gell? Mhm. Von der Richtung von Martin Wendt Busch Richtung Martin-Busch-Hütte. Hütte, ja, wo wir heute schlafen. Also ich muss sagen, das ist bis jetzt der beste Teil von der ganzen Strecke. Sag ich mal so, der Angenehmste. angenehmste. Ja. Ist gerade mal fein, so mal klein, dass man keinen Ruhetag braucht, aber mal ein kleiner kürzerer Tag. Gott, ja. Ja, weil morgen müssen wir wieder aufhängen, dort wo, Wo der so, Schnee wo der ist. Schnee ist. Müssen Morgen kommen wir, glaube ich, auf 3050. Ja. Ja. Ich glaube, der höchste Punkt wird Simulan. Simulan, Simulanhütte, oder wie die heißt, ja. Simulanhütte. Dort müssen wir morgen rauf. Ja. Mhm. Aber Vollgas Schnee nach oben. Juhu! Ah, ja. Was für eine Freude! Was für eine Freude! Yeah, yeah. Jetzt haben wir es geschafft. Was ein Buch für Karl. Wie viel waren es? 600 Höhenmeter von, gell? Wie viel waren es? Wie viel haben wir jetzt? 640. 640 Kilometer von Wendt daher. Und dahinter ist die Martin-Busch-Hütte. Schon geil aus. Heutiges Tagesziel erreicht. Wo ist die brasilianische Musik? Das ist wichtig. Letztes Mal. Jetzt aber. Roberta! Ja, super! Oh Mann, ja! Bravo! Die Stimmung ist gut! Ja, gut. Okay, das war's einmal. Oh, bravo! Super! Ja, super, noch ein Bussi gut. Super! So, jetzt sind wir in der Martin-Busch-Hütte. Wir haben das Zimmer 12. Also für 2 Personen mit Halbpension 135 Euro. Anklopfen, dass da keiner nackig ist. Immer nackig. Oh, oh, Randale. Wir haben 4er Zimmer. Normal ist nicht so ruhig, sie reißen sich zusammen. Zieh die Unterhose aus. So schaut ein 4er-Zimmer aus, gell? Mein Schlafbereich. Ja. Ich gehe da raus. Roberto der Schöne, Liria die Kluge. Den Gams. Die Gams. Ja. Das ist die Aussicht vom Zimmer. Schön, und da kann man raushocken, ein Esel ist auch da. Da wird ja die ganze Nacht Esel ist da. Hey, aber soll ich was sagen?
Ich glaube, draußen ist es noch schön. Wir können ja auch rausgehen. Na. Wow, toll. Die Buschhütte. Es regnet. Es regnet, ist nicht fein. Baut 1938 bis 1952. Ich glaube, da wo die Söcke sind, ich glaube, unser Zimmer. Viererzimmer. 145 € für 2 Personen mit Halbpension. In einem Viererzimmer. Was haben wir jetzt? Halbpension. Dann wird der Schweinsbraten. Dann da so ein Bärlauch. Und Zitronenkuchen. Aber große Portionen. Also ich muss sagen, eins von der besten, wenn nicht die beste Hütte. Jetzt sogar im Zimmer am Waschbecken. Tipptopp. Da müssen wir, glaube ich, irgendwie raus. Morgen. So wie es ausschaut, wird es morgen regnen. Am Morgen. Tolle Voraussetzungen, aber das ist die letzte Etappe morgen. Ja. Guten Morgen. Jetzt starten wir von der Martinbuschhütte zur Simulaunhütte und dann runter nach der Naht und von dort Richtung Meran. Da geht's rauf. Der Buffet sind es 500 Höhenmeter und runter 1350. Letzte Etappe, letzter Tag. Also die Martinbuschhütte bis jetzt die beste. Mit dem Frühstück war super. Eigenes Waschbecken im Zimmer. Tipptopp. Guter Service. Auf los geht's los. Zum Glück hat der Berg aufgehört. Guten Morgen, liebe Sorgen. So, Heute haben wir nicht so gut geschlafen, weil einer von uns sehr viel geschnarcht hat. ja. Jede Nacht schnarcht jemand anders, oder? Das ist der Übeltäter. Na. Also heute haben wir die letzte Etappe. Mit Gottes Segen kommen wir heute am späten Nachmittag im Meran an. So, hoffentlich kommt die Sonne raus. Ja, der Regen hat aufgehört, super, oder? Super, ja, Dank. So, ich muss ein bisschen lauter reden wegen dem Fluss. Jetzt sind wir ungefähr die Hälfte von der Martinbuschhütte zur Simulaunhütte. Der Hälfte, oder? Haben wir einen Muffin nach. Dann spielst du runter. Ja. Die oben müsste es irgendwo im Nebel. Irgendwo da oben hat man das gefunden. Genau, ja. Und wenn wir auf der Hütte da oben sind, dann sind wir schon im Südtirol. Genau. Also dann sind wir schon in Italien. So, wieder ein Stück weiter da oben, Richtung Simulaunhütte. Das ist ein paar Tage jetzt mit irgendeiner. Meine Frau schaut aus, als ob sie Mount Everest gehen würde. Es ist kalt, Der Wind geht, kalt ist, der Wind geht, regnet es schlecht. der regnet und ich klappe alles nach, genau. Die Luft ist auch schon relativ dünn. Ich glaube, jetzt sind wir auf 2900. Es wird langsam anstrengender wegen der dünnen Luft. Gell? Von da unten kommen wir. Schau mal, die Dachel offen hier. Da müssen wir rauf. Dort rauf. Jetzt sind wir auf der Simulaunhütte. Auf über 3000, ich glaube 3050 oder so. Überall Nebel. Es ist kalt. Die Sicht, also Ich friere zum Arsch. passiert Wir haben nichts. Gamaschen auch. Ich habe mich umgezogen, weil ich nass geworden bin.
Und die Halbsteigeisen haben wir auch. Weil jetzt geht's in die 2 Stunden Arbeit. Ja, 2 Stunden, sagen Sie mal, wie lange man tun ist. Im Eigentlich tun tiefsten Nebel, da sieht man gar nichts von. ist eine Stunde. Ja, okay. Ist voll motiviert. Schon mal. Also, bis nach Bernat, oder? Okay, tschüss. So, das ist jetzt ein Abschnitt runter. Vorher haben wir sicher mal so eine halbe Stunde, 45 Minuten fast runterklettern müssen von der Simulaunhütte. Da ist alles so felsig gewesen. Manchmal war es ein bisschen gar nicht so ungefährlich. Schneedecke und da ist, glaube ich, nur 30 cm Platz. Und von da oben kommen wir. Jetzt ist es ein bisschen feiner zum Laufen. Ja? Aber vorher war es ein bisschen heiß. Naja, gut. So, 7. Juli 2024. Kann man gerne glauben, dass Juli ist. Wir kommen gerade vor Simulaunhütte. 1350 Kilometer runter nach zum Stausee der Nagel. So, alles fit? Ja, Gell? voll. So, schauen wir mal da runter. Schon der hockt auf da unten. So, da unten sieht man. Da ist es noch mit dem Mane. Ja, gut. Ich glaube, 2/3 haben wir schon Maus. Ha? 2/3 Kilometer haben wir schon. Ja, super. Ja, jetzt kann ich schon. Aber Wahnsinnswetter da, das ist im Juli. Ja. Juhu, juhu. Das Ende naht. Also nicht unser Ende, sondern das Ende. Nicht unser Ende hoffentlich nicht. Ah, jetzt ist der Stausee schon ganz nah. Was steht da? 1 Stunde 10 Minuten. Ja. Jetzt sind wir da unten. Oh, 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 oh. Das ist echt von oben. Halt von oben. Ja. Keine Blume ist so schön wie du. Die schönste Knospe. Oh Mann, oh Mann. Ein paar Höhenmeter später. Hoppala. Jetzt laufen wir gleich durch den Märchenwald. Man hört die Vögel, der Bach. Und wieder mal am Bach, ha? Von 100 oder mehr. Ich möchte nicht wissen, wie viel Becken ist ja. Und das, ja, das bringt uns zu einer letzten, ganz persönlichen Frage an euch. Diese Alpenüberquerung, das ist ja nur ein Beispiel. Was ist denn eure persönliche Seescharte? Welche Herausforderungen in eurem Leben hat euch an eure absoluten Grenzen gebracht, nur um euch am Ende dieses unbezahlbare Gefühl zu schenken, über euch selbst hinausgewachsen zu sein? Denkt mal drüber nach. Der Weg ist das Ziel, aber zusammen geht's leichter. Wenn du solche Geschichten aus den Bergen magst, freuen wir uns über ein Like. Teile deine Gedanken in den Kommentaren
und abonniere den Kanal Unsere Marmeladenglas-Momente für alles, was draußen echt passiert.